Okay. Hallo, wir sind's wieder. Piranha Bytes, Piranha Becken TV. Und das Thema heute ist das Pacing. Was ist denn überhaupt Pacing? Das ist in welchem Abstand du was, wo, irgendwo hin tust. Also Pacing ist, was der Spieler halt macht, in welcher Reihenfolge, wo welche Sachen liegen, in welchen Abstand du was machst, wie lange du Leerlauf hast, ne? Wie sehr du dich beschäftigst mit irgendwas, wie sehr du Entspannungsphasen hast. Das heißt, der Ablauf, darum geht's. Das heißt, dass man irgendwie 5 Minuten einfach nur durch die Gegend geht, um von A nach B zu kommen, kann in einem Computerspiel interessant sein. Wenn man dabei sich die Gegend anguckt, sieht man sich die Gegend, dieselbe Gegend immer und immer wieder an, kann das langweilig sein. Das hat ein vielleicht schlechteres Pacing, als wenn einem auf diesem 5-Minuten-Weg irgendwo mal eine Pflanze begegnet oder irgendwie, oh guck mal, da hinten ist ein Typ, den quatsche ich mal an und dann, also darum geht es eigentlich. Das heißt, das Pacing ist das Everyday Life des Players, ne? Was er so die ganze Zeit über meistens macht. Das heißt, wenn man in einem Let's Play oder wenn einer spielt, irgendwo reinseppt, welche Wahrscheinlichkeit ist am größten, was man da sieht? Wenn es die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass er Dialoge führt, dann ist das eher ein dialoglastiges Spiel. Wenn man ständig Kämpfe sieht, dann ist es eher ein kampflastiges Spiel. Wenn man viel Gegend sieht und der läuft in der Gegend rum, dann liegt die Vermutung nahe, dass es eher so ein Walking Simulator ähnliches Ding ist, ja. Und unser Spiel ist ungefähr so eingeteilt, dass wir gefühlte Spielzeit jetzt, ja, also Prozente in Spielzeit ausgedrückt, 30% der Spielzeit ungefähr gegen Monster und irgendwelche Gegner kämpft. 30% rennt man wirklich in der Gegend rum und guckt sich alles an und explort und sammelt Items oder guckt, wie komme ich von A nach B. Ungefähr 20% sind Dialoge und Cutscenes, die man sich angucken kann, ne? Wo man halt entscheidet, welche Dialogoption man wählt und so weiter. Und weitere 20% ist halt das Rumgefruckel. Jenny würde es Huckelfaktor nennen. Das heißt, ich crafte mir irgendwas, ich gucke mir die Map an, gucke, wie komme ich von A nach B, ich lese mir die Skills durch und schaue, wie ich jetzt stärker werde, beschäftige mich mit dem Grind meines Charakters oder so Dinge wie zum Beispiel einfach die Items mir angucken oder so oder mal schauen, wie ich jetzt meine Tränke da organisiere, wenn ich Alchemie lerne oder irgendwie so ein Zeug. Und in unserer Geschichte haben wir, glaube ich, auch sehr viele unterschiedliche Dinge auch schon ausprobiert, ne? In den letzten 20 Jahren, wie man ein Spiel im Pacing unterschiedlich bestücken kann. Ja. Dabei finde ich immer, gibt es einen Unterschied du hast ein Level und wo verteilst du etwas innerhalb des Levels und wo verteilst du es innerhalb der Spielzeit? Also zum Beispiel in unserem Fall, wir haben sehr oft Kapitel genommen, ne? Da kann man, also es gab zum Beispiel bei Risen 1 fand ich das zum Beispiel sehr extrem. Irgendwie, wir hatten sehr viel Spielzeit generiert im ersten Kapitel, das tun wir tendenziell auch gerne. Es gibt sehr viele Quests dort und man kann sehr lange spielen, bis man sich überhaupt einer Gilde anschließt und so weiter. Und das 4. Kapitel, das fiel damals bei Risen 1 ein bisschen ab. Da gab es nicht mehr so viele Quests und man konnte vor allen Dingen viel in Dungeons rumlaufen und dann fanden die Leute das irgendwie total schade, weil Quests fehlten. Also sind wir dann wieder in eine andere Richtung gegangen und haben gesagt, na gut, dann verteilen wir das ein bisschen mehr auf die Kapitel, sind aber tendenziell immer dabei geblieben, das erste Kapitel hat am meisten. Also manchmal ist es ja auch so eine gaußsche Verteilungsgeschichte, ne? Manchmal dröppeln sich einige Sachen an einer Stelle, wie zum Beispiel eine Hauptstadt oder man hat so Locations, wo man schon von Weitem sehen kann, oh guck mal, da ist ein Turm, da sind bestimmt tolle Items drin, da ist bestimmt ein NPC drin oder ein Monster oder so, ja. Aber auf der Strecke dahin, da muss ja auch irgendwie was verteilt werden. Wie verteilt man denn sowas am besten? Wir haben eine Stadt. Okay. Zum Beispiel. Ja. Im Spiel. Paradebeispiel ist immer Khorinis. Khorinis gab es damals in Gothic 2 und alle Leute fanden das so super cool, dass die Stadt so groß ist. Also groß ist immer relativ gesehen, ne, je nachdem, woran man es festmacht, aber Khorinis hat damals, glaube ich, auch in der Entwicklung sehr viel Zeit gekostet und man konnte darin rumlaufen und da muss man sich als Entwickler immer überlegen, wenn ich jetzt so eine Stadt mache, die so groß ist wie Khorinis und so viele Viertel hat und unterschiedliche Quests anbietet, das auch noch verteilt auf unterschiedliche Kapitel, dann kostet das halt sehr viel Arbeitszeit nur für die Stadt. Aber ein Spiel ist ja sehr viel größer als nur das.
Ja. Ja, du hast irgendwie dann in dem Fall sogar noch das Minental dabei und du hast das ganze Umland mit den Bauernhöfen und. Und es bedeutet also, wenn man so eine große Stadt macht und sich sehr lange an den Quests in den verschiedenen Kapiteln daran aufhalten kann, dass man an einer anderen Stelle einfach aufgrund der Entwicklungszeit dann weniger macht. Und das kann funktionieren, kann aber auch fürs Pacing voll in die Hose gehen, wenn man das nicht richtig anfasst. Und darum ist es immer klug, wenn man schon eine große Landkarte hat, und wir haben ja mittlerweile den Anspruch, tatsächlich eine große Landkarte anzubieten, dass die Leute frei spielen können, hingehen können, wo sie wollen, dass man unterschiedliche Sachen erstmal anbietet. Und deswegen haben wir in Elex zum Beispiel sehr unterschiedliche Städte eingebaut. 4 Stück sogar. Und dazu, dass man natürlich auch noch unterschiedliche Locations anbietet, in denen der Spieler trotzdem noch Quests findet und kleinere Hubs, wo man sich aufhalten kann, um einfach das ewige Rumgelatsche, nenne ich es mal, aufzulockern, ja. Es ist viel spannender, wenn ich zwischendurch auf meiner Reise auch mal irgendwie nicht nur ein Monster finde, sondern auch eine Location, wo ich einfach irgendwie was lesen, was finden, aufsammeln kann oder wo ich was lernen und craften kann oder wo ich Quests finde, wo irgendwelche Leute irgendwelche Probleme haben, wo irgendwas passiert ist, wo irgendetwas akut passiert und diese unterschiedlichen Dinge lockern dann die Spielwelt ungemein auf und verbessern das Pacing. Ja. Ich hatte ja vorhin gesagt, Everyday Life ist das Pacing. Das heißt also, wenn man auch granular rangeht, ne, erstmal auch in der Stadt gibt es ja sehr viele Sachen und du kannst in die Stadt gehen. Was ist da? Da sind sehr viele Items, die man aufsammeln kann. Da sind irgendwelche Typen, die da stehen, die dich anquatschen. Da gibt es Leute mit Tagesabläufen, die dann hin und her laufen. Da ist immer irgendwo irgendwas los. Aber gehst du dann in die Pampa, ja, dann ist natürlich, okay, was macht man da? Beschäftigen tun wir den Spieler da meistens mit coolen Locations, Mini-Locations, Monstern, die da rumlaufen, die sich auch mal durchwechseln, die auch schwerer werden in den Kapiteln, ja. Und wir haben meistens so Kapitelgebiete, nennen wir die immer. Das heißt also, wenn du auf den Wegen bleibst, hast du es eigentlich tendenziell leichter, als wenn du in die hinteren Ecken gehst, wo in den dunklen Höhlen irgendwie die Shadow Beasts auf dich warten und dich fressen wollen. Das ist eigentlich immer so bei uns und das heißt, dass du hast gerade Städte gesagt, ne, dass man von einer Stadt zur anderen auch irgendwie hinkommt, ohne jetzt irgendwie so, was weiß ich, da keine Chance zu haben. Unsere Spiele sind ja auch so aufbereitet, dass man nicht unbedingt jeden Gegner umhauen muss. Ne? Das ist ja auch so eine Sache des Pacings. Ja? Das heißt also, wie viel starke Gegner stellen wir den Spieler in den Weg, ja? Der so prominent da steht, wie zum Beispiel der Troll bei der Clerical Location bei Elex so. Ja? Der steht da direkt und der Unhold. Ja, du kannst den angreifen, aber natürlich hast du mit deinem Popolappen und deinem rostigen Nagel, den du am Anfang als Waffe hast, ja, hast du natürlich keine Schnitte gegen den. Aber du kannst ja das merken, okay, es gibt hier mal so ein starkes Monster, ne, gehört auch zum Pacing, damit wir den Spieler auch zeigen, okay, du kannst nicht einfach jeden umhauen, du kannst es dir vornehmen, du kannst es probieren, vielleicht schaffst es, aber eher tendenziell eher weniger. So, und, das heißt also, dann kommt ab und zu auch mal wieder so eine Cutscene. Ja, das heißt, wenn ich mich zu dem Konverter, wenn ich da hinkomme, da gibt's wieder eine kleine Cutscene, die das Ganze ein bisschen auflockert, dass man sagt, okay, ja, jetzt kann ich mir wieder ein bisschen was angucken oder dass ein Typ da steht, der mit dir einen Dialog führt, der Falk, ne, der dir irgendwie erzählt, wie bist du denn hier reingekommen und solche Dinge. Das heißt, dass man durch das ganze Ding dann durchgeht und dann mal mit so Typen quatschen kann, der dir dann auch eine etwas größere Missionsreihe gibt, ja, dass du sagst, okay, ich kann jetzt noch mal gucken, was in den anderen Ländern ist, dass wir unsere Geschichten, die wir erzählen, unsere Welt, die wir erklären und so weiter, dann auch in verschiedenen Häppchen so verteilen, dass der Spieler auch ziemlich schnell, egal wo er hingeht, ein Bild von der ganzen Geschichte bekommt und von der Welt und so weiter und das nicht alles nur erzählt wird, wenn ich in der Stadt bin und draußen ist nichts los. Das ist kein gutes Pacing, würde man dann sagen an der Stelle. Ne? Das heißt, dass du in der Stadt irgendwie unheimlich viel 1000 Sachen machen kannst und draußen ist nur Monsterschnetzeln. Das wäre langweilig, ist unsere Meinung. Ja? Deswegen hat auch jede Mini-Location oder jede Location, von Location, wenn wir da reden, da meinen wir meist irgendwelche Ruinen, irgendwelche, selbst so ein Händlerüberfall, das heißt so ein umgekippter Karrenwagen mit Waren oder so ist für uns eine Mini-Location, die eine Geschichte hat und die eine Geschichte haben kann. Und wenn da ein Zettel liegt oder ein Typ sitzt und sagt, die haben mich überfallen, irgendwas, dass daraus sich eine Mission für den Spieler ergibt, ist für uns wichtig für dieses Gameplay und Pacing der Welt. So, ja.
Vielleicht kennt ihr das, ja? Du kommst auf eine Stadt zu und hast vorher irgendwie sehr viel Spaß gehabt in der Welt, hast auch Typen umgehauen und so weiter. Und dann kommt eine neue Stadt, boah, sehr beeindruckend hier. Jetzt gehen wir da mal rein. Boah, da weiß ich jetzt schon, okay, die nächsten 2 Stunden muss ich Dialoge führen. Wenn man sagt, da habe ich Bock drauf, das ist gut, aber es gibt auch unheimlich viele Situationen in so einem Spiel, da sagt man, boah, jetzt muss ich mich da durch die Dialoge führen. Ah nee, ich will noch nicht in die Stadt, ich mache jetzt erstmal noch, ne, ach nee, komm, eine Quest noch irgendwie, ne, also irgendwas Kleineres. Weil man will diesen dicken Brocken, die Stadt, ja, vielleicht sich für später aufsparen oder so, oder man muss sich vielleicht auch da ein bisschen durchfühlen. Und das heißt, es gibt so Vor- und Nachteile von großen Ballungsgebieten, wenn man sagt, okay, man konzentriert das Pacing auf eine bestimmte Location und sagt irgendwie, der Spieler, der kann jetzt hier unheimlich viel spielen und draußen ist es entspannter. Besser ist es vielleicht, etwas kleinere Häppchen irgendwie zu verteilen, so um das Pacing zu verbessern, aber auf der anderen Seite möchte man ja auch irgendwann mal einen Tapetenwechsel haben. Das heißt also, wenn es tatsächlich irgendwie ganz granular das ganze Spiel irgendwie so verteilt ist, ja, dass man immer irgendwie im Wechsel die Dinge tut, dann kann man sich nie auf eine Sache auch konzentrieren. Das heißt, es ist auch schlecht, es komplett granular zu machen, ja, so wie Sandkörner zu verteilen. Dann fühlt sich das auch nicht gut an. Ja, also es ist auch so eine Mischung. Das heißt, es muss auch Locations geben, wo ich mich mal irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde aufhalten kann, wenn ich mal Bock habe, irgendwie einfach mal Dialoge zu führen und ich habe jetzt irgendwie nur noch eine Stunde Zeit. Mal gucken, komm, ich sammle mal ein paar Missionen zusammen und dann soll es für heute gewesen sein. Gibt es ja auch solche Situationen. Am besten ist es irgendwie, wenn du ein Spiel hast, in dem du im Grunde genommen dem Spieler erstmal einen Eindruck erwächst, vielleicht granular, was ihn zu erwarten hat und ihn dann, immer wenn er an einem bestimmten Punkt angekommen ist, dann wieder irgendwie zu überraschen. Das ist optimal. Darum entscheiden wir uns erstens dafür, jede Location möglichst individuell zu gestalten und nicht irgendwelche generischen Sachen, die sich oft wiederholen, in den Level zu packen, damit es das Entdecken auch spannend bleibt. Und das Zweite ist, dass solche Situationen wie, stellt euch mal vor, ihr würdet in der Stadt das Spiel beginnen, ja, dann wäre der Spieler sofort überfordert. Und es würde auch noch einen falschen Eindruck erweckt, denn das ist dann das Spiel, in dem man nur labert. Nach 10 Minuten, jemand, der da keinen Bock drauf hat, irgendwie tut das Spiel weg. Ja. Und stattdessen ist ein Spiel, wo du irgendwie die ersten 2 Stunden nur dich durch Monster kämpfst, genauso wenig zeigen, was das Spiel eigentlich kann, weil es die Stadt vielleicht gibt, in die der nie kommt, weil er nicht dahin gekommen ist. Deswegen fängt man meistens klein an, zeigt, guck, es gibt bei uns irgendwie, also erstmal so bewegst du dich, ja, und hier gibt es jetzt erstmal irgendwie was zu sammeln, hier kannst du dich ein bisschen verbessern, da kannst du schon mal einen Dialog führen, wenn du dich durch die ersten paar Minuten durchgewurschtelt hast irgendwie. Du kannst natürlich kämpfen, du kannst was entdecken. Wir haben eine große Welt und ja, es gibt auch größere Locations, in denen du was ganz anderes machen kannst und verflochtene, kompliziertere Quests aufnehmen kannst. Und wenn man das hinkriegt, den Spieler dahin zu führen, dass er verstanden hat, wow, das kann ja mehr, und ihn dann auch noch im späteren Teil überrascht irgendwie, Mensch, da habe ich aber nicht mit gerechnet, dass das hier ist ja jetzt völlig anders irgendwie, dann bleibt es sogar, wenn du ein Spiel hast, was du locker 60 Stunden spielen kannst, bis zum Ende hin noch spannend. Und das ist dann eine feine Sache. So, im Verlauf des Spiels ändert sich das Pacing natürlich auch. Ne? Du bist immer besser und ihr so Wald- und Wiesenratten oder so, die interessieren dich eigentlich nicht, die machst du mit einem Schlag weg, ja? Während du dich vorher irgendwie eine halbe Stunde mit so einem Vieh beschäftigt hast. Das heißt, du rushst nur noch so durch Monsterhorden, die müssen dann stärker werden, ist klar. Ne? Aber das Reisen von A nach B wird ja irgendwann auch so ein bisschen nach, jetzt muss ich schon wieder diese Straße lang. Möchte ich eigentlich nicht. Ja, habe ich ja schon alles gesehen. Habe ja schon, also ja gut, da sind wieder neue Monster und so. Wenn ich Bock habe, Monster zu schnitzen, gehe ich da wieder hin. Vielleicht ist da nochmal ein NPC, ja, der mir über den Weg läuft, aber eher seltener der Fall. So. Also was macht man? Ja, man baut so ein Schnellreisesystem ein. Das heißt, dass der Spieler die Möglichkeit hat, diese Reise zu überbrücken. In unserem Fall, also im Elex, haben wir Teleporter eingebaut, wo du tatsächlich von A nach B ziemlich schnell kommen kannst. Das heißt also von einer Stadt zur anderen zum Beispiel. Dass man tatsächlich auch jetzt, wenn man echt Bock auf Stadtspiel hat oder so, ja, einmal überall gewesen sein müsste dann bis dahin, aber dann auch wirklich, ich muss jetzt handeln, okay, diese Stadt hat jetzt nichts für mich, ich gehe mal in die nächste Stadt. Das kann wohl sein, dass man sich irgendwie eine Stunde lang wirklich nur mit den Städten beschäftigt und hin und her teleportiert, ohne die Reise zu haben. Ja, dann muss man die auch irgendwie intelligent verteilen. Ist auch ein ganz wichtiger Part des Pacings, ja, dass man sagt, wo genau steht der Teleporter?
Wo genau stehen die Monster, die nachspawnen? Wo genau ist jetzt die nächste Situation, Story, die Situation, in die ich reinlaufe, in den späteren Kapiteln? Das heißt also, irgendwo passiert irgendwas. Geh mal zu der Kuppel da drüben, da ist irgendwas los. Okay, wie komme ich denn dahin? Okay, es gibt keinen Teleporter in der Nähe. Dann scannt man als Spieler die Karte. Mensch, da muss doch oben irgendwo so ein Teleporter sein, ja, weil man nämlich vor seinem geistigen Auge sich vorstellt, okay, hier haben sie einen hingetan, da haben sie einen hingetan und dann extrapoliert man als Spieler, irgendwie da müsste doch hier einer sein, da müsste noch einer sein und hier und dann sucht man die Dinger tatsächlich, ja, und das müssen wir als Designer wissen, ja, dass der Spieler dann sowas tut und den dann da vermisst. Das heißt, wir müssen gucken, wie ist das Pacing in den späteren Kapiteln, wenn er schon alle Dinger freigeschaltet hat, wie spielt er dann? Es kommt ja auch so, das heißt, wenn man diese Schnellreise überall freigeschaltet hat, dass der Spieler auch schneller überall ist. Das heißt, dass man, wenn man Spielzeit generieren möchte, dass man dann auf eine etwas größere Herausforderung gestellt ist. Das heißt, wenn er einmal durch die ganze Welt gelaufen ist, alles freigeschaltet hat, ist für ihn der Weg irgendwohin sehr schnell. Und möchte jemanden dann beschäftigen mit irgendwas, dann muss man sich schon überlegen, wie man das dann aufbereitet und das Pacing sich dann da darstellt in den hinteren Kapiteln. Sonst kommt nämlich folgender Effekt. Ja, das erste Kapitel war super, ja, war auch viel zu tun, etliche Sachen gemacht, so, aber zweite, dritte, vierte, das ging ja alles irgendwie so in einem Rutsch weg, ne? Das hat auch damit zu tun, dass die Teleporter da sind, ganz klar, ne? Weil du halt auch zu den Locations sehr, sehr schnell hinkommen kannst. Es gibt Spiele, die benutzen für ihre Pacing begrenzte Inventare. Das heißt, dass die den Spieler dazu zwingen, tatsächlich immer wieder zurück zu irgendeiner Location zu gehen und den ganzen Schrott, den die eingesammelt haben, zu verkaufen. Wir nicht, ne? Nee, noch nie gemacht. Irgendwie, das war irgendwie nie unser Ding, durch sowas Spielzeit zu generieren, ne? Und wir machen unser Tuning auch anders an der Stelle. Mein Paradebeispiel ist da Fallout, ne? Am Anfang bin ich bei Fallout 3 immer hin und her gelaufen und habe irgendwelche Bücher verkauft. Und irgendwann habe ich gedacht, es lohnt sich nicht, irgendwas einzusammeln, was weniger wert ist als 5. Und dann habe ich nur noch die dickeren Sachen mitgenommen. Das haben, glaube ich, die meisten Spieler getan, weil das einfach so bescheuert ist, irgendwie jeden Kram zu verkaufen. Und man Aber es gibt Leute, denen macht das Spaß. Also es ist ja fair enough. Es ist ja auch eine Spielmechanik, die Spaß machen kann, so ein Ressourcenmanagement mit seinem Inventar. Ja, das ist, du begrenzt damit dein Gold und du hast ein bisschen mehr Spielraum bei deinem Gold, weil du dich halt entscheiden kannst. Generiere ich jetzt, also nehme ich jetzt die Spielzeit in Kauf und habe dann am Ende ein bisschen mehr Geld in der Tasche oder nein, ich schaff's jetzt so, ich habe das nicht nötig und das ist in dem Spiel dann natürlich auch nicht notwendig, das zu tun. Das wäre ja totaler Wahnsinn. Sondern ich muss mir überlegen, welche Sachen nehme ich denn jetzt tatsächlich mit und haushalte. Das ist ein Spielprinzip, das auch Spaß macht. Und wir haben uns dagegen entschieden und das bedeutet dann im Umkehrschluss auch, dass wir ein komplett anderes Item-Tuning und Pacing haben natürlich, weil wir nicht wahllos irgendwelche Schrott-Items im Level verteilen können, weil der Spieler die alle aufnehmen kann. Das heißt, wir haben tendenziell weniger Items in der kompletten Spielwelt und die haben ein bisschen mehr Bedeutung, weil ich die alle mitnehmen und verkaufen oder damit arbeiten kann. Also sehen wir zum Beispiel zu, dass man möglichst vielen Items etwas tun kann. Irgendwie fürs Crafting benutzen oder irgendwer sucht das oder irgendwas anderes, was man damit halt machen kann. Es lesen, es sich anhören, was weiß ich. Und diese Items haben dann eine bestimmte Bedeutung. Es wertet halt viele Items mehr auf. Dafür habe ich aber weniger in der kompletten Welt. Das ist ein bisschen anderes Spielgefühl, was man dann hat, wenn man sich für ein Inventar entscheidet, das keine Begrenzung hat. Also wir könnten unendlich weiter darüber sinnieren, ja, wie so ein Pacing aussieht und welche Komponenten damit reinspielen. Aber ich hoffe, wir haben so ein bisschen so einen Einblicke gegeben, wie komplex sowas sein kann. Ja? Also dass es sehr viele Dimensionen gibt, die man da berücksichtigen muss, wenn man ein Open-World-Spiel hat und nicht ein lineares Spiel, weil da hast du eine ganz klar vorgegebene Reihenfolge. Ja? Und das Pacing im Open-World-Rollenspiel ist sehr, sehr komplex und kann einen echt vor wahnsinnig große, schwierige Aufgaben stellen. Ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wir hoffen auch, dass wir euch beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen. Viel Spaß weiterhin da. Tschüss. Ging sich nicht aus. Ah, okay. Ja, dann haben wir das ja noch im Petto. Cool. Vielleicht verlosen wir es im Rahmen von irgendwann mal. Oh, hörst du mich noch? Super. Im Rahmen von irgendwann mal, genau, sehr schön.
In der Tradition von wie immer. Schön. Ja. Schön. Gut.